Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein richtig mächtiges 2026 erwartet uns. Ein Jahr bis zum Bersten gefüllt mit Energie. Und in den kommenden Monaten, da geht es ganz, ganz stark in die konkrete Umsetzung. Also nicht denken, sondern handeln. Nicht reden, sondern machen. Das heißt, es wird eine Zeit, wo ganz besonders die Machertypen nach vorne kommen werden. Also diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln und die einfach mal Tatsachen setzen, ja, die sich vielleicht auch über manche Konventionen hinwegsetzen, die vielleicht auch manche Vereinbarungen brechen. Hauptsache, es geht mal was voran. Ja, das heißt, es wird einerseits natürlich sehr, sehr viel frischer Wind da sein, eine sehr starke Aufbruchsenergie. Es wird aber natürlich auch eine recht rustikale, eine recht ruppige Zeit. Stichwort Kampf alle gegen alle. Ja, weil seit 2025 sind wir jetzt ja in der Beschleunigungsphase der Luftepoche, in dieser exponentiellen Entwicklung, wo einfach das Tempo und die ganzen Entwicklungen und Überraschungen und Veränderungen unglaublich zunehmen werden. Und wir haben es jetzt schon gesehen, im 2025 seit Beginn der Beschleunigungsphase, diese gigantischen Entwicklungen im Bereich von KI und Robotik, aber auch diese vollkommen gravierenden Überraschungen in Politik und Wirtschaft, beispielsweise Trumps Zölle oder jetzt die neue Sicherheitsstrategie der USA, ja, aber natürlich auch in Deutschland. Jemand wie Merz wird zum Bundeskanzler gewählt und beschließt plötzlich das größte Schuldenpaket aller Zeiten, also genau umgekehrt, wie er eigentlich bei der Wahl behauptet hat. Also all diese gravierenden Veränderungen, das wird jetzt sozusagen quasi der neue Normalzustand. Und 2026, da wird dieses Tempo und vor allem auch dieses Staccato an Disruptionen noch viel, viel stärker sich erhöhen. Ja? Und insbesondere dann ab dem Sommer 2026, da wird es dann eigentlich gar keine Atempause mehr geben. Ja, und da wird es in dieser Jahresvorschau auch das ein oder andere unliebsame Szenario geben, aber bitte keine Sorge, auch die größten Herausforderungen haben sehr, sehr positive Entwicklungschancen, wenn man mit der richtigen Strategie herangeht, weil jeder von uns ist ja mit seiner ureigenen Persönlichkeit individuell an diesem kosmischen Spiel angedockt. Jeder von uns ist mit seinem Horoskop in diesen großen astrologischen Zyklen individuell eingebettet. Und deshalb gibt es auch dieses Jahr wieder bis Weihnachten meine beiden Horoskope zum Spezialpreis. Einerseits dein persönliches Horoskop, also die Persönlichkeitsanalyse. Was sind deine besonderen Talente und deine besonderen Stärken? Was sind vielleicht aber auch die Herausforderungen deiner Persönlichkeitsanlage? Und wie kannst du die möglichst gut verfeinern und kultivieren, um sozusagen auf deinem Entwicklungsweg gut voranzukommen? Und als zweites dann die Jahresvorschau, dein Zukunftshoroskop 2026, was sind in den kommenden Monaten die großen Themen, die großen Herausforderungen, die sich dir stellen und vor allem auch, wie kannst du diese möglichst gut lösen, ja, auf deinem Weg hin zu einem erfüllten Leben. Also bis Weihnachten jetzt mit diesem Gutscheincode gibt es diese beiden, Persönlichkeitsanalyse und Jahresvorschau, zum Spezialpreis auf meiner Webseite astrologie.de. Und dann gibt es auch dieses Jahr natürlich auch wieder meinen Jahresvortrag, den gemeinsamen Online-Abend am 20.01.2026, Prepare 2026. Also wie können wir uns jetzt auf diese gigantischen Herausforderungen möglichst gut vorbereiten? Ja, es geht ja nicht nur um Existenzsicherung und digitale Selbstverteidigung im Zeitalter von KI, sondern es geht ganz vor allem auch um die Schaffung von neuen Bewusstseinsräumen, die uns einzigartig machen, die uns auch keine KI wegnehmen kann und wo ganz enorme Chancen darin stecken. Ja, und eben mit diesen beiden Dingen, mit den Horoskopen, mit dem Jahresvorschau, aber auch mit allem, was an meinen Videos schon da ist und was da auch künftig noch kommen wird, bist du optimal auch für die kommende Zeit gerüstet. Ja, die Konstellation haben wir uns das letzte Jahr bei der Jahresvorschau schon angeschaut, die sogenannte Katalypse, nun 2026, es zieht sich eben einfach über beide Jahre drüber, drum eben auch ein gemeinsames Thema und da haben wir eine einzigartige Konfiguration von den 4 äußeren Kollektiv- und Gesellschaftsplaneten von
Saturn, Uranus, Neptun und Pluto, ja, die hier dieses ganz fulminante Dreieck bilden. Und schauen wir uns jetzt nochmal der Reihe nach an. Es beginnt mit einem Pluto im Wassermann, dort ist er ja schon seit 2023 und der Pluto, das ist ja sozusagen unser innerer Panzerschädel, unser innerer Tunnelblick, da wo wir wie besessen drum rotieren und kreisen, weil wir was voranbringen wollen und wo wir uns insofern natürlich auch in einer Tour hineinschrauben. Und wo schrauben wir uns hinein? Also immer da, wo das Zeichen ist, ja, also in der Zeitalter der Globalisierung 1995 bis 2009, da war der im Schützen, da haben wir uns halt eben in die Globalisierung, in die Grenzenlosigkeit hineingeschraubt, auch in den Aufbruch des Internet. Dann 2008 bis ungefähr 2023 Pluto im Steinbock, da haben wir uns in diese Struktokratien, in diesen Aufbau von gigantischen Organisationen und Machtkonzentrationen kollektiv hineingesteigert. Und jetzt Pluto im Wassermann, da steigen wir uns jetzt halt in dieses Bild der Freiheit fanatisch hinein. Wobei natürlich meine Freiheit muss noch lange nicht deine Freiheit sein. Ja, also ich hatte das ja 2023, wo ja noch die astrologische Welt voller Euphorie war, was für eine tolle und einzigartige und Aufbruchszeit nun bevorstehen würde mit Blut im Wassermann, gesagt, nee, im Grunde ist es einfach hier dieser Clown aus der Schachtel, also einfach so der Joker, der Narr, der alle überrascht, der auch immer so das Gegenteil macht von dem, was die anderen eigentlich wollen. Und ja, dadurch kommt es im ersten Schritt mal zu einer Umwertung aller Werte, frei nach Friedrich Nietzsche. Das heißt, was davor gut und anerkannt und unumstritten war, ist plötzlich das Gegenteil davon. Ja, also das heißt, wir sehen es ja jetzt seither auch in diesem enormen Kulturkampf, nicht nur in Amerika, auch in Europa, ja, zwischen Wokeness und Mokeness, ja, die Wokeness, wo man eben stolz drauf ist, dass man ja, moralisch über allen anderen steht und allen den Zeigefinger zeigen kann, und die Mokeness auf der anderen Seite, der Stolz drauf, ein alter, engstirniger Esel zu sein, der dann mitspielt, und ja, dazwischen findet dieser Kulturkampf statt, dann natürlich diese Politik mit der Kettensäge, wie sie ja Milei in Argentinien vorhergemacht hat, dann natürlich auch, dass diese ganzen westlichen Werte, die früher Amerika, Europa weitgehend vereint haben, dass die plötzlich auch nichts mehr zählen, ja, dass plötzlich Profit über jeglicher Moral steht und so weiter. Auch dass ehrenwerte Organisationen, die immer vollkommen ja, sakrosankt und erhaben über Kritik waren, dass die plötzlich nichts mehr wert sind. Ja, und eben durch diese Umwertung aller Werte sagen plötzlich immer mehr Einzelne, na, ich mache jetzt aber das, was ich will, und das, was ihr gemeinsam macht oder was ihr glaubt, was gut und richtig ist, mir egal, ich mache ganz das anders. Ich setze mich darüber hinweg, und dadurch kommt es in der zweiten Stufe eben zum Kampf alle gegen alle. Ja, so wirklich jeder nur noch probiert für seinen eigenen Vorteil, wo auch Bündnisse, Partnerschaften sich oft ändern, auch weil man sich dann eben wieder entzweit, weil man irgendwo dann eben doch nicht mehr derselben Meinung ist, und wo es immer schwieriger wird, so diesen Wespenhaufen einigermaßen so auf einer Linie zu halten, ja, weil einfach diese Widersprüche und auch dieser Streit und der Zank, der interne, weil es halt einfach immer größer wird. Ja? Und dann im dritten Schritt eben, ich hatte es ja auch schon mehrmals betont, wird dann, aber das wird eben erst irgendwann im Laufe der 2030er Jahre sein, aus diesem Kampf alle gegen alle, eine Kooperation jeder mit jedem. Da sind wir wirklich in dieser multidimensionalen, multipolaren Welt der Luftepoche drin. Ja, das ist eigentlich dann sozusagen das doch positive Endziel von dieser aktuell sehr ruppigen Entwicklung. Und ganz wichtig, ja, für uns als Menschen ist es aber jetzt auch schon ein persönlicher Vorteil, wenn wir uns sozusagen aus diesem Kampf aller gegen alle raushalten und jetzt schon Kooperationen schmieden. Ja? Weil es gibt keine wertvollere Verbindung als eben Menschen, auf die man sich zu 100% verlassen kann, auch dann, wenn man vielleicht im einen oder anderen Fall verschiedener Meinung ist. Ja, also das heißt, das ist wirklich so die Währung der Zukunft, ja, das Miteinander und die Verlässlichkeit, eben gerade deshalb, weil sie immer mehr uns auf der mundanen Ebene abhanden kommt. Ja, dann der zweite im Bunde, Uranus, der in die Zwillinge reinläuft, jetzt endgültig dann im April. Und davor war er ja im Stier, da fühlt er sich überhaupt nicht wohl, weil der Uranus ist ja der Revoluzer, ist ja der Aufbegehrer, ist ja der immer das Gegenteil macht, ist der immer mit seinen überraschenden Einfällen, Unfällen und Zufällen alles durcheinander bringt. Ja, und insofern
Stier ist ja so das stabilste und das gesetzteste und das unbeweglichste aller Zeichen. Ja, der sitzt am liebsten da und ja, beharrt auf seinen Routinen. Und natürlich für den Uranus war das ein Grausen, da sich durch den Stier durchquälen zu müssen, wo er in einer Tour nur blockiert und festgehalten und zurechtgewiesen und am Boden angetackert wurde. Und für den Stier war das natürlich auch vollkommen unangenehm, dass da eben so ein Umstürzler, so ein Abweichler, so ein Unruhestifter da durch sein Revier durchmarschiert. Jetzt aber in den Zwillingen, da fühlt er sich natürlich pudelwohl, ja, weil da wird plötzlich all dieses Gedankenfeuerwerk, all diese Gedankenblitze, all dieser Erfindergeist, der wird da rasend schnell und der kann sich da wirklich ungemein austoben in den Zwillingen. Da geht es im Staccato dahin, ja, das Bild des Supergehirns, also künstliche Intelligenz, natürlich auch so eine Paradeentsprechnung von Uranus in den Zwillingen, aber natürlich auch alles, was mit sonstigen Erfindungen, Entwicklungen zu tun hat, auch in der Luftfahrt, in der Raumfahrt. Wir kommen später dazu. Und auch diese exponentiellen Entwicklungen im wirtschaftlichen Bereich, nach oben wie nach unten, beides, aber es wird natürlich weit, weit volatiler, als wir das in der alten Erdepoche gewohnt waren. Und schließlich dann Neptun, ja, das ist ja so die innere Persönlichkeit, die in Hoffnungen und Ahnungen schwelgt und die irgendwie nach einem höheren Sinn strebt und die den Bezug zum Göttlichen sucht und die auch so ein Stück weit so dieses, ja, das Absolute auf Erden sich wünschen würde. Und dieser Neptun, da geht es von den Fischen, wo er ja beheimatet ist, geht da jetzt plötzlich da raus in diesen stürmischen und kriegerischen Widder. Ja. Und erste Fluktuationen, die wir da empfangen haben, das feiern gerade diese unglaublichen Kriegsfantasien, diese Kriegssehnsucht, aber auch diese komisch illusionären, weltfremden Vorstellungen über Krieg und über Aufrüstung und über Waffen. Das ist alles so ein sehr, sehr diffuses Geschehen, aber der will jetzt eben auch raus ins Konkrete. Ja, so ein bisschen wie der Glaubenskrieger, der mit neuen Werten da in die Welt rausgeht. Und dann natürlich bei ihm dabei der Saturn, der das Ganze gesellschaftlich verankert, und schließlich der Jupiter, der tritt da auch noch in diese Figur ein, ab Juli, weil der marschiert in den Löwen und dann kommen so und so sozusagen die Egos und die Macher und die Könige und die Gestalter, die Organisatoren, dann auch nochmal sehr, sehr federführend hier dazu. Das heißt, das geht hier wirklich alles ins Außen. Ja, wir hatten bis 2024 all diese Gesellschafts- und Kollektivplaneten in den Innenzeichen, ja, drum eben auch diese statische Ruhe, die wir da noch hatten, gerade während der Corona-Zeit. Und jetzt explodiert es nach außen und geht in die volle Aktivität, aber einfach oft auch blind voran. Ja, einerseits frischer Wind, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr überschießende Energie. Also wenn dich interessiert, wie denn solche astrologische Kombinatorik funktioniert, was die einzelnen Planeten bedeuten, was die in den 12 Tierkreiszeichen bedeuten, was diese Aspektbeziehungen dazwischen für eine Rolle spielen, auch was Aszendent und die Häuser im Horoskop bedeuten, dann bitte unbedingt ab Februar wieder mein Seminar Astrologie für Einsteiger. Astrologie, die Grundlagen in einem Monat lernen und danach bist auch du in der Lage, solche Kombinatorik schon mal in ersten Schritten zu machen und all diese Symbole und Faktoren in einem Horoskop sehr, sehr gut zu verstehen. Also würde mich sehr freuen, wenn wir uns da kennenlernen und sehen und in Austausch kommen. Es ist möglicherweise eine der letzten Gelegenheiten, hier wirklich Astrologie in einem Monat zu lernen. Ja, also in Summe hier diese Katalypse, das gibt so das Bild wie von so einem Blitzkrieg. Enorme Beschleunigung, enorme Durchschlagskraft, fast ein bisschen so wie in den letzten 2-3 Jahren des Zweiten Weltkriegs, wo ja auch die Erfindungen sich gegenseitig im Staccato überboten haben, wo es einen unglaublichen Wettlauf gab und auch jetzt ist natürlich dieser Wettlauf da. Also man kann sagen, fast so ein Wirtschaftskrieg oder ein Geldkrieg, also jetzt natürlich vor allem mit KI im Fokus, ja, der Wettlauf um die KI, wer ist vorne mit dabei, die Fälle werden gerade neu verteilt, wer schafft es, da die Beste zu entwickeln und die anderen alle rauszudrängen. Struktokratie, der Gewinner bekommt alles, deshalb natürlich auch so unglaublich aufgeheizt. Das heißt, wir werden 2026 kontinuierlich weiter erleben die Auflösung alter Ordnungen. Also man kann sagen, so die alten Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen, die unser Weltgefüge stabilisiert haben, die lösen sich einfach auf und ganz neue tauchen auf, die aber noch nicht so wirklich ihre Konsistenz gefunden haben. Also Ende alter Machtstrukturen, Beginn neuer
Machtstrukturen. Also früher war das auch oft verbunden mit sehr desolaten Zuständen, mit Seuchen, Pest und Cholera, mit Hungersnöten. In der heutigen Zeit, und da merkt man auch, dass auf dieser Spirale der Entwicklung die Menschheit ja doch auch gewisse Fortschritte macht, das sind halt eher einfach sehr desolate Gesamtzustände, also wo einfach so alte Systeme zusammenbrechen, man merkt, die passen nicht mehr, die Leute wollen was Neues, man weiß noch nicht so genau, was aber dieses Neue sein soll, und man muss erstmal durch Versuch und Irrtum beginnen, das ganze Ding so aufzubauen, ja, also insofern eine Verwandlung auch von Gesellschaftsstrukturen, ja, und oft natürlich auch, gerade in so Kernphasen, jetzt 2026, ja, fast schon mit konkursartigen Zuständen des alten Systems im Zusammenhang. Ja, also wenn man es jetzt ganz dick auftragen wollte, könnte man fast auch schon von einem Weltkonkurs reden. Ja, also das heißt, dieser schleichende Zerfallsprozess, der betrifft eben auch die altehrwürdigen Institutionen. Davon rede ich ja auch schon seit Jahren. Jetzt 2025, Beschleunigungsphase der Luftepoche, sehen wir eben auch, wie das funktioniert. Das hat ja Trump und seine Schergen ja fast im Alleingang gemacht. Ja, also alles, was bislang sakrosankt und unumstritten war, der UNO-Menschenrechtsrat beispielsweise, die UNESCO, Amerika ausgetreten, WHO, UNO, ja, extrem in der Kritik von Trump, NATO extrem geschwächt. Ja, dann natürlich jetzt gerade vor ein paar Tagen die neue US-Sicherheitsstrategie, wo man sieht, aha, die EU wollen die eben auch nicht mehr. Dann natürlich auch das Prinzip des Freihandels, wo auch bis noch vor kurzem unumstritten war, okay, für die Weltwirtschaft, für die Prosperität des gesamten Globus ist Freihandel das Allerbeste. Plötzlich jetzt wieder ganz richtig brachial Zölle und auch intern in den USA, ja, die FED beispielsweise, renommierte Bildungseinrichtungen wie das MIT oder eben wie Harvard, bis hin dann zu dem ganzen Konzept der Entwicklungshilfe, alles sturmreif geschossen. Ja, also man sieht ja wirklich diesen Zerfallsprozess von altehrwürdigen Institutionen. Das heißt, wie hat die alte Ordnung ausgeschaut, die wir ja ein Stück weit seit den 1980er Jahren oder zumindest mal jetzt so die letzten 30 Jahre gewohnt waren? Das war die sogenannte regelbasierte Weltordnung. Ja, es gibt so ein gemeinsames Ordnungs- und Wertesystem, das ist im Stück weit auch unumstritten. Es gibt da auch internationale Pakte und Verträge und alle halten sich daran oder tun zumindest so. Also klar war natürlich auch die letzten Jahrzehnte schon oft, dass ein Land irgendwie gleicher war als alle anderen und sich über solche Konventionen hinweggesetzt hatte. USA waren ja da so ein Paradebeispiel mit ihren Kriegen, aber sie haben dann zumindest so getan und das mit diplomatischen Worten so zurechtgebogen, dass es irgendwie doch in dieses Wertesystem hineingepasst hat. Ja, dann gibt es internationale Institutionen, die dieses globale Miteinander auf der Welt regeln und die entscheiden vor allem nach Vernunft, nach Logik, nach Sachverstand. Die Wissenschaften, der Common Sense, ja, sind sozusagen Entscheidungsgrundlage. Das war die alte Ordnung. Wie schaut jetzt die neue Ordnung aus? Die ist wirklich fundamental anders. Die Tore des Dschungels öffnen sich, also die Warlords regieren, das Recht des Stärkeren, das Faustrecht, also der die dickere Knarre hat, der hat auch das Sagen, also so ganz brachial und direkt. Ja. Starke Führer, die einfach bestehende Grenzen überschreiten und sich darüber hinwegsetzen. Ja. Und je mehr man auf starker Führer macht, desto toller finden einen die Wähler und die Menschen. Das Ganze aber auch dann noch sehr fundamentalistisch, sehr ideologisch bis religiös aufgeladen. Ja? Also das heißt, die Wissenschaft tritt auch ein Stück weit in den Hintergrund. Die wird nur dann irgendwie herangezogen, wenn sie in die Machtinteressen hineinpasst, aber sonst auch gern mal unter den Teppich gekehrt, wenn wissenschaftliche Fakten gegen diese Machtinteressen sind. Also das heißt, wo wird sie verwendet? Vor allem zum Aufbau von den Technokratien, beziehungsweise ich nenne sie immer die Struktokratien, das ist ja noch so die nächste Steigerungsstufe, ja, technoide Kriegsführung, totalitäre Systemzwänge, Überwachungsstaat, Herrschaft über KI und so weiter. Also da ist die Wissenschaft natürlich dann schon wieder gut genug, aber sobald es irgendwie wirtschaftliche Entscheidungen unterminieren würde, da wird ja auch gerne mal dann vom Tisch gewischt.
Was bedeutet das für uns Menschen? Das bedeutet, dass immer mehr Menschen da in dem ganzen System eingepfercht, eingehegt sind, wie fremdbesetzt, ja, da wo diese Systeme funktionieren. Es geht immer weniger Entscheidungsspielräume bei dem Ganzen nicht mitzuspielen, weil einfach alles mit diesen Techniksystemen zu zementiert ist. Und dort, wo es nicht funktioniert, ja, da werden die Menschen ein Stück weit auch heimatlos, vertrieben, auf der Flucht. Das heißt, im Grunde für die Menschen, die in diesen Systemen drin sind, sowohl in den desolaten als auch in den funktionalen Systemen, ergibt sich da so eine gewisse Revierlosigkeit. Also auch wenn man bei sich daheim ist, irgendein Gerät hört halt immer mit. Ja? Das heißt, dieser sogenannte Safe Space, den verlieren wir zunehmend und es wird immer mehr eine Kunst, sich so ein Safe Space für sein eigenes Leben zu bewahren. Ja, und daneben stehen die ganzen etablierten Staaten und Institutionen und wollen Hoffnung sein und sagen, ja, wir wenden uns da entschieden dagegen, aber die zerfallen eben. Die haben da gar keine Chance dagegen. Ja, also in dieser neuen Ordnung, da ist alles viel, viel unmittelbarer, viel direkter. Das ist auf der einen Seite natürlich ein wohltuender frischer Der endlich wird mal der ganze alte Staub weggeblasen, aber es ist natürlich auch viel, viel rustikaler. Es ist natürlich schon was für die Hartgesottenen in erster Linie. Und das führt, ich habe es ja schon in der letzten Jahresvorschau als Thema angekündigt, Geburt und Ende großer Reiche. Ja, das heißt, bisherige große Reiche, Platzhirschen, da beginnt der Zerfall. Und neue aufstrebende Reiche, die beginnen ihren Siegeszug. Und da fangen wir vielleicht mal beim Ende großer Reiche an. Und da müssen wir natürlich mit den USA anfangen. Ja, aktuell natürlich sehr, sehr gut repräsentiert von dem Donald Trump. Hier sehen wir auch noch sein Horoskop. Und USA ist jetzt eben mit dieser zweiten Amtszeit von Donald Trump endgültig in seine Spät-Cäsarenzeit eingelaufen. Also da, wo nochmal die alten Werte und Stereotype bis zum Extrem überkurbelt werden, bis sie dann endgültig zusammenbrechen. Ja, so wie ja auch die österreichische Monarchie und der Kaiser Franz Josef eigentlich in den letzten Jahren vom totalen Zusammenbruch noch am pompösesten und am glorreichsten war. Genau so ist es jetzt aktuell eben auch in der USA. Und die Hegemonie, die Vorherrschaft der USA, die endet nun Jahr für Jahr immer mehr, weil die Welt, die beginnt sich von den USA abzuwenden. Und wenn wir hier in das Horoskop von Trump reinschauen, dann sieht man für 2026, er fühlt sich weiterhin unbesiegbar, er fühlt sich allmächtig, alle tanzen nach seiner Pfeife, er sagt allen, wo es lang geht, siegessicher läuft er übers Parkett und schüttelt gönnerhaft die Hände, seine Prätorianer stehen hinter ihm und halten ihm die Stange, aber man sieht schon 2026, wie er immer mehr so ein Stück weit dem Cäsarenwahn verfällt, also so einem Größenwahn, so einem Napoleonismus, wo man eben sich selber für unbesiegbar hält und immer mehr so einer Selbstverstrahlung anheimfällt, ja, und wo er auch immer mehr jetzt den Bogen überspannt, ja, und ich sehe ihn auch schon dieses Jahr maßlos wütend herumschreien, er regt sich über was auf, irgendwas ist nicht nach seinem Kopf gegangen und wenn man die Horoskope zusammennimmt, da zeigt sich ja immer so dieses Bild von den USA, die wie von so schwarzen Eiterbeulen überzogen sind. Die haben irgendwie eine schwere Krankheit und Trump, der brüllt da im Weißen Haus und seine Berater stehen fassungslos daneben und die Weltöffentlichkeit steht fassungslos da und sagt nichts. Zelensky schaut fassungslos, er wendet sich traurig ab und geht, er dreht Trump den Rücken zu. Ja, irgendein Skandal kommt da auch hoch um Donald Trump, ja, ob das jetzt was mit den Epstein-Files zu tun hat oder vielleicht auch da der Ohrwaschel-Hoax, ja, wo bei dem Anschlag 2024 ihm das halbe Ohr abgeschossen wurde und 2 Tage später bei der Pressekonferenz hat man keinen kleinsten Kratzer gesehen, vielleicht auch, dass das damit zu tun hat. Oder natürlich zu befürchten, dass er irgendwas Wildes, irgendwas Krasses in Lateinamerika gerade mit Venezuela veranstalten wird. Also irgendwas, vielleicht in diesem Dunstkreis, vielleicht auch was anderes, aber da kommt schon mal so ein Skandal um Donald Trump hoch. Und 2026, da geht das Ganze noch einigermaßen gut, aber irgendwie verzerrt es schon, das wird schon irgendwie schräg, das entgleist immer mehr. Alle hofieren ihn immer noch, als wäre er der Kaiser der Welt, aber
eigentlich ist schon alles um ihn so ein Stück weit eingekreist von dunklen Gestalten, die ihn da einkreisen und die eigentlich nur darauf warten, die beobachten und warten, bis ihre Zeit gekommen ist. Ja, und die übernehmen dann ungefähr Mitte 2027. Ja, also da ist dann auch so die Zeit von einem ziemlichen Zusammenbruch von Donald Trump. Wahrscheinlich, ich würde auch nicht ausschließen, dass dann J.D. Vance übernimmt und dann plötzlich aber sich sehr kooperativ und geradlinig und aufrichtig gibt mit seinen christlichen Werten, wo die USA ja auch immer mehr so zurückgeht. Aber es nützt halt nichts, die USA isolieren sich politisch immer mehr. Sie werden so ein Stück weit aus dem Rest der Welt herausgedrängt und die anderen Länder, die sehen auch immer mehr, nee, wir wollen mit der USA eigentlich jetzt diese Verbindlichkeiten zunehmend lösen und uns anderweitig in der Welt orientieren. Und das betrifft eben nicht nur die USA als Land, als Regierung, das betrifft auch die dortigen Tech-Oligarchen zum großen Teil, die dann auch zunehmend kritisch gesehen werden. Ja, Geburten neuer Reiche, da natürlich die BRICS-Länder, allen voran China, sind da zu nennen, weil China tritt nun, wir haben es ja jetzt schon 2025 gesehen, zunehmend selbstbewusst auf, ja, versteckt sich nicht mehr und die werden jetzt Schritt für Schritt bis 2030 die Vorherrschaft am Globus übernehmen, wollen aber eigentlich nicht diese Rolle des Hegemons. Sie wollen in erster Linie wirtschaftlich prosperieren und möglichst viele Menschen ihres Landes aus der Armut holen. Ja, und zu China gibt es ja von mir auch dieses Video, also wenn es dich interessiert, wie das Erfolgsmodell von China aus seiner inneren Logik heraus funktioniert. Ja, wenn ihr wirklich so verstehen wollt, wie die Chinesen selbst ihren Erfolg sehen und die Ursachen davon, dann bitte gerne nochmal in das Video reinschauen, auch wenn es zugegebenermaßen ein ziemlicher Kulturclash für viele sein wird. Aber China wird jetzt sich in den nächsten Jahren immer mehr als sehr zuverlässlicher Partner in der Weltpolitik zeigen, ja, während die USA ja immer unzuverlässlicher wären. Das ist das Bild wie so ein flacher, rechteckiger Lichtblock mit lauter Punkten und Verdrahtungen und Verzahnungen innen drinnen, lauter Leuchtpunkten und Schaltverdrahtungen und der wird immer größer, dehnt sich auch immer mehr über China aus, reicht eigentlich bis weit nach Europa rein und man sieht da eben, ja, in China, da sind die Lichter noch alle an, Xi sitzt fest im Sattel und dieser neue Machtblock, der wird immer mehr an Einfluss gewinnen. Russland hingegen, da hatte ich ja schon vor 3 Jahren angekündigt, dass irgendwann bis Sommer 2026 in den Monaten es zu einem Machtwechsel im Kreml kommen kann. Also sprich, dass da Putins Kopf weggetragen wird und dass dann auch sozusagen der Ukraine-Konflikt enden könnte. Und das ist auch nach wie vor, ich habe mir das jetzt nochmal wirklich die letzten Wochen intensiv angeschaut, immer noch wirklich so mein Szenario Nummer 1, dass das passieren wird in Russland. Und dass da auch dann jemand anderer an der Macht kommt, also bis 2028 sehe ich da jemanden, den wir hier im Westen noch gar nicht wirklich kennen, eher ein sehr, sehr junger Politiker, der dann Russland so und so nochmal komplett neu aufstellen wird. Und dann sind natürlich auch diese ganzen Kriegsfantasien mit Neptun im Widder plötzlich auch ganz anders gedreht. Ja, und weiterer Gewinner natürlich, Geburt neuer Reiche Afrika. Auch da gibt es ja von mir ein ausführliches Video inklusive attraktiver Investmentchancen in Afrika. Also möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Bis 2030 wird es auch ein ernstzunehmender Player in der Weltwirtschaft, in der Weltpolitik. Bitte einfach nochmal hier in dieses Video reinschauen. Ja, wie geht's der EU? Da sehe ich einfach Ursula von der Leyen, wie sie da steht und dunkle Wolken sich über die EU zusammenbrauen. Und sie hat einen riesen Felsen, einen riesen Stein über dem Kopf und der wächst immer mehr an, der wird immer gigantischer, dieser Fels von Verantwortungen, von Themen, von Problemen. Und eigentlich müsste sie dieser Stein schon längst zermalmen, aber sie macht einfach so weiter wie immer. Sie lächelt weg, die Frisur hält. Ja, sie gibt sich besonnen und sagt, wir sind auf einem guten Weg und ähnliche dieser Standardphrasen, obwohl eigentlich der Stein, ich meine, sie ist gerade noch mal 2 Millimeter und der ist so gigantisch angewachsen. Und was ist dieser Fels, außer natürlich all den Problemen, die wir innerhalb und außerhalb der EU haben als Europa? Es ist natürlich auch in erster Linie das Ei der künstlichen Intelligenz, bis zum Bersten gefüllt mit all diesen
ja unglaublich verzwirbelten Wunderwelten und digitalen Lebewesen, die da drin herumgackern und herumflattern und ja, so richtig so eine psychedelische Landschaft an lauter abgefahrenen Situationen und Bildern, also wo dieses in dem Ei die KI immer mehr anfängt zu leben und die EU einfach glaubt, ja, wir können das einfach hier so ein bisschen draußen halten, wir könnten das reglementieren, obwohl es schon längst auf dem Weg dazu ist, eine eigenständige Wesenheit zu werden, die immer mehr den gesamten Globus überzieht. Ja, und die EU 2026 hat einfach ganz stark in dieser Aktivitätslosigkeit, also versackt so im Hintergrund, versäumt, verabsäumt, hier irgendwie ein ernstzunehmender Player in dem Bereich zu werden. Deutschland hingegen, auch da natürlich das wichtige Video Chancen für Deutschland mit meinen 10 Punkten, die Deutschland erfüllen müsste, damit es wieder bergauf geht. Aber auch 2026 Deutschland leider in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. Ja, also einziger Lichtblick hier Carsten Wildberger, der Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, der jetzt ein unglaublich arbeitsreiches Jahr vor sich hat und wo durchaus viel weitergehen kann, eben mit Entbürokratisierung, mit Digitalisierung, mit Modernisierung in Deutschland. Also bei allem, was man an der Regierung kritisieren kann, sicherlich auch ein großer Lichtblick, ein großer Hoffnungsträger. Friedrich Merz hingegen, der wird sich ziemlich eigenartig entwickeln. Also da wird es schon auffällige Verhaltensänderungen geben. Also der entdeckt so ein Stück weit den Revoluzer in sich, also der Widerspruchsgeist, die Konfrontation, auch so der Hang zu radikalen Lösungen. Also fast so ein bisschen so, als würde er jetzt da die Kettensäge probieren auszupacken. Ob er es jetzt wirklich will oder ob er einfach nur glaubt, okay, das kommt gut bei den Leuten an, keine Ahnung. Aber da werden wir auf alle Fälle eine ziemlich auffällende Verhaltensveränderung hin zum Widerspruchsgeist erleben. Das heißt, entweder erfindet er sich da wirklich radikal neu und bricht aus und sagt, okay, diese besonderen Zeiten erfordern besondere Lösungen, oder es schleudert ihn komplett aus der Kurve. Also da bin ich selber sehr, sehr gespannt, wie ihm das da ergehen wird. Klingbeil rödelt weiter vor sich hin, Alice Weidel behauptet weiterhin, alle anderen können es nicht außer ihr selber. Aber die richtig radikalen Änderungen, also eigentlich ist 2026 in Deutschland das Jahr vor dem Sturm, weil ab 2027 da gibt es eine veritable Machtbombe. Also 2027 die Annäherung und 2028 dann den Pakt. Ja, also, und man wird nicht wissen, diese Machtbombe, ist das jetzt endlich ein Aufbruch in die Besserung oder ist es der endgültige Untergang? Also das wird einfach ein Zug sein zu sehr radikalen Lösungen. Aktuell mein Szenario Nummer 1, eine AfD mit knapp 34%, eine CDU mit knapp 28%, die kicken dann doch eine SPD, die unter die 10% gerutscht ist, unter Klingbeil aus dem Machtapparat raus und ziehen dann einfach ihren Stiefel durch. Irgend sowas in der Richtung, aber wie gesagt, das ist jetzt die längerfristige Entwicklung bis 2028, 2026 außer so einem ziemlich aufgebrezelten März eigentlich noch so die Ruhe vor dem Sturm. Österreich, auch ganz interessant, mich hat es schon vor Jahren gewundert, wo ich gesehen habe, eigentlich in den Zyklen der Luftepoche, da ist Österreich von den 3 deutschsprachigen Ländern fast am besten angedockt und ich konnte es mir eigentlich nicht erklären. Natürlich, Österreich hat natürlich sehr, sehr viel Charme, sehr viel Menschlichkeit, das Miteinander, die Gastfreundschaft, das sind halt einfach wichtige Werte in der Luftepoche, also gerade auch diese Emotionalität, dieses Gefühl, was noch mit dabei ist, ja, das ist ja der Mangel der Luftepoche und das ist natürlich dann für Österreich schon ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, dass die sich weiter geschmeidig durchlavieren können. Und jetzt 2025 hat man eben auch gesehen, wie das Ganze läuft. Ja, weil eigentlich von den 3 deutschsprachigen Ländern ist Österreich da noch am geschmeidigsten durchgeflutscht. Also auf der einen Seite hatten wir ja Trumps Zollhammer, ja, dadurch, dass Österreich in der EU ist, sind die eigentlich sehr schnell und geschmeidig mit den 15% durchgekommen, im Gegensatz zu der Schweiz, wo ursprünglich die 39% Zölle waren und wo dann eigentlich erst durch das sich Andienen mit goldenen Rolex und Goldbarren sie den Cäsaren milde stimmen konnten. Ja, auf der anderen Seite ist aber Österreich zwar in der EU, aber nicht in der NATO. Das heißt, dieser unglaubliche Rüstungshammer ist auch an Österreich vorbeigegangen, diese unglaublich gigantische Staatsverschuldung durch Aufrüstung. Also von dem her
ziemlich Glück gehabt. Ja, und irgendwie auch, wenn man da reinschaut, hier das Gruppenhoroskop der österreichischen Regierung ist jetzt eine Dreierkoalition zwischen der konservativen ÖVP, den sozialistischen SPÖ und den liberalen NEOS. Und das schaut eigentlich auch sehr harmonisch aus. Da haben sich die drei Parteiführer, die ergänzen sich da sehr gut, die kommen sich wenig gegenseitig ins Gehege, aber sie haben alle drei eine starke Betonung des vierten Tierkreisquadranten, das heißt, da wo man auch so ein Stück weit über sich selbst oder über den Tellerrand hinausschaut und einfach übergeordnete Lösungen findet. Also da Stocker, Meindl, Reisinger, Babler, das schaut eigentlich ganz gut aus für Österreich in 2026. Ja, die Schweiz, da ist es ja wirklich die große Stärke aus der Kultur, aus der Tradition der Jahrhunderte heraus, diese starke Dezentralität des politischen Systems und diese starke Regionalität. Warum? Weil die Menschen vor Ort immer viel, viel besser wissen, was gut ist für die Menschen vor Ort, als es jetzt irgendwelche Bürokraten in Bern oder in Brüssel oder in Berlin oder wo auch immer entscheiden könnten. Ja, also es ist ja ein Naturgesetz, dass Menschen ihr eigenes Geld für sich selber immer sehr vernünftig und auch sehr sparsam und effektiv ausgeben, während wenn Menschen fremdes Geld für fremde Menschen ausgeben, dann gibt es ja meistens überhaupt kein Halten mehr. Und das ist eigentlich eine große Stärke in der Schweiz. Auf der anderen Seite haben wir jetzt in der Luftepoche aber diese unglaubliche Zunahme an Tempo. Das heißt, die Digitalisierung hinkt dem hinterher. Wir haben in manchen Kantonen dauert es bis zu 3 Jahre für eine Steuererklärung, die Bearbeitung und 3 oder 4 Monate für eine kleine Änderung im Firmenbucheintrag. Also da gibt es einen enormen Aufholbedarf. Das ist was die Schweiz sehr, sehr schnell dringend angehen muss. Ich bin da aber grundsätzlich positiv auf Basis der Schweiz-Horoskope und man sieht ja auch die Bezahl-App Twint, Riesenfortbild für Europa. Ja, Deutschland probiert jetzt mit Vero was Ähnliches und auch natürlich das Crypto Valley in Zug, ja, wo ja auch der Sitz von der Ethereum-Stiftung ist. Also da sieht man schon, dass die Schweiz ja grundsätzlich einen sehr, sehr guten Zugang zu den neuen Technologien hat. Das zweite Problem, neben diesem wirklich adipös aufgeblasenen, aufgedunsenen Finanzsektor, wo doppelt so viele Menschen arbeiten wie in fast allen anderen Ländern, ja, und das eben im Bereich der Rationalisierung von Jobs, die von KI wegrationalisiert werden. Das zweite Problem ist, das Erfolgsmodell der Schweiz war natürlich immer ganz, ganz stark um die Diskretion gebaut. Ja, und jetzt eben hier in der Luftepoche, im digitalen Zeitalter, wo alles transparent wird, da geht natürlich diese Diskretion auch ein Stück weit und dieses Verborgene ein Stück weit verloren, das die Schweiz immer brauchte, um so viele Jahrhunderte an allen Kriegen unbeschadet vorbeizukommen. Das heißt, das weckt natürlich auch den Neid anderer Länder und dadurch wird jetzt die nächsten 2, 3 Jahre in der Schweiz vieles ziemlich unrund und eckig im Vergleich zu früher, wie so eine orange-gelbe Farbe, die da von Amerika herschwappt und ganz Europa gibt sich dem hin und die Schweiz möchte aber nicht und wehrt sich dagegen, aber irgendwie müssen sie trotzdem. Aber wie gesagt, grundsätzlich sind das alles Probleme, die mit der Schweizer Mentalität lösbar sind, auch wenn es aktuell eine große Herausforderung ist. Ja, so viel mal zu den einzelnen Regionen und Ländern. Jetzt wollen wir uns im zweiten Block nochmal wichtige Leitthemen des Jahres anschauen. Ja, und das erste, das hatte ich ja auch schon 2025 in der letzten Jahresvorschau, hatte ich es genannt, Umstürze und Konterrevolutionen. Ja, wir werden auch in 2026 werden wir sehr viele Aufstände und Attentate sehen. Wir haben es ja schon erlebt, es in 2025, gucken wir zurück, im Juni Armenien, dieser angebliche Putschversuch, wo dann die halbe Opposition inhaftiert wurde. Im Oktober dann Georgien, der gescheiterte Aufstand. Madagaskar, der erfolgreiche Militärputsch. Dann im November noch ein erfolgreicher Militärputsch in Guinea-Bissau und schließlich jetzt gerade vor wenigen Wochen der gescheiterte Putschversuch in Benin. Also da werden wir auch noch einiges mehr in 2026 in diese Richtung erleben. Ja, man kann sagen, das Leitmotiv ist der Aufstand der Entrechteten und Besitzlosen. Die Verlierer der neuen Ordnung, die lehnen sich auf gegen die neue Ordnung, beziehungsweise auch oft, dass die Verlierer der alten oder der neuen Ordnung, die Gewinner der alten Ordnung, dass die probieren, die kommenden Gewinner irgendwie aus dem System draußen zu halten. Das heißt, da sehen wir dann Streiks, da sehen wir Tumulte gegen die Obrigkeit,
bis hin zu Volksaufständen, Rebellionen gegen die Ausbeuter, gegen die Besatzer, ja, ein Stück weit wie so Sklavenaufstand, der Ruf nach Freiheit. Das werden wir jetzt in vielen Ländern sehen und auch sehr wahrscheinlich, auch die Birgit Fischer hat es ja in ihrer Jahresvorschau gesagt, also auch wieder was, wo wir verbanderweise mit ganz unterschiedlichen Methoden sehr, sehr ähnliche Ergebnisse gefunden haben, nämlich die Bauernaufstände. Also das ist ja auch immer in so gravierenden Systembrüchen, Systemwechseln, dass natürlich dann die Bauern, die so das Rückgrat der Bevölkerungsernährung sind, aber gleichzeitig natürlich auch konservativ sein müssen, weil sonst man ja nie über so viele Jahre einen Boden und Pflanzen und Tiere hegt und pflegt. Also auch Bauernaufstände ist da ein sehr, sehr großes Thema in 2026. Und dazu natürlich dann weiter Putsche, Staatsstreiche, so dieses Bild des Schattenkriegers, der sein Recht selbst in die Hand nimmt, bis hin eben zu den Attentaten, ja, wo wir jetzt ja auch gerade wieder 2 tragische erlebt haben in den letzten Tagen. Weiteres Motiv, Verschwörungen und Hexenjagden. Ja, also in der Luftepoche, oder sagen wir so, in der Erdepoche, da sind ja vor allem materielle Verbrechen geahndet worden. Ich klaue irgendwelche Gegenstände, also ist es ein Verbrechen. Ich versehre jemanden körperlich, also ist es ein Verbrechen. In der Luftepoche, da gibt es aber plötzlich Denkverbrechen. Das letzte Mal, wo wir das hatten im 12. Jahrhundert, da sind ja die Hexenverfolgungen losgegangen. Da hat die Kirche begonnen, Ketzer und Hexen zu verfolgen. Also das heißt, man musste gar nicht mehr ein körperliches Verbrechen begehen, wie in der Erdepoche davor. Es hat eine falsche Gesinnung, ein falsches Denken bis hin zur Unterstellung von fiktiven Gedanken, von fiktiven Weltsystemen ausgereicht. Er steht mit dem Teufel im Pakt, hat schon ausgereicht, um jemanden auf den Scheiterhaufen zu bringen, und auch solche Verschwörungen, solche Intrigen, solche Rufschädigungen, ja, Stichwort, was darf man noch sagen, Stichwort Meinungsfreiheit, auch das wird natürlich in den nächsten Jahren, insbesondere im 2026, zunehmen. Das hängt auch ein Stück weit mit dem nächsten großen Thema zusammen, nämlich neue Glaubenskriege. Wir sehen da jetzt auch aktuell das Aufkommen von ganz neuen Glaubens- und Wissenssystemen, wie aus dem Nichts heraus. Also das sind wirklich so klassische Paradigmenwechsel. Ja, so wie das, was davor richtig war, plötzlich falsch ist und umgekehrt. Stichwort Umwertung aller Werte. Nur, dass es eben auch einen ziemlichen religiösen Fundamentalismus teilweise damit einhergeht. Ja, es kann nur einen geben, steckt da so dahinter als Gedanke. Rigoroses Vorgehen gegen Ungläubige, gegen Andersdenkende, bis hin zu so einer Art fast schon Erleuchtungswahn und religiöser Verstrahltheit. Und natürlich, wie so oft, ja, ist natürlich die Religion dann oft einfach nur vorgeschoben für Machtinteressen im Hintergrund. Ja, siehe USA, wenn Trump da mit seinen Ultrachristen am Beten ist, wird er wahrscheinlich innerlich gerade seine Geldscheine zählen und die Religion wird ihm egal sein. Oder auch in Israel, da glaubt man, es wäre ein Glaubenskrieg zwischen Juden und Moslems, aber im Endeffekt ist es ein reiner Territorialkonflikt, und solche eben vorgeschobenen Glaubenskriege, die werden auch in Zukunft zunehmen. Wir werden es auch sehen, beispielsweise, wenn es um die Frage geht, wie können wir Deutschland, wie können wir die EU den Karren aus dem Dreck ziehen, ja, dass das auch ziemlich ideologische Kriege dann sein werden, wo jede Seite der anderen unterstellt, deine Lösungsvorschläge sind ja ideologisch, das sind ja keine Sachlösungen, und umgekehrt. Ja, also auch hier die Umwertung aller Werte in Form von neuen Glaubenskriegen. Grundsätzlich wird es 2026 ja ein sehr, sehr feuriges Jahr, und das betrifft natürlich auch die Natur bzw. die Naturkatastrophen. Spannend finde ich ja, dass das nicht nur astrologisch ein sehr feuriges Jahr ist, sondern auch in der chinesischen Astrologie wir ja das Jahr des Feuerpferds haben werden. Und ich fand es auch wirklich bezeichnend, wie jetzt plötzlich im Internet diese chinesische Astrologie, das Narrativ des Feuerpferdes jetzt plötzlich auch so populär wird. Also auch das ist ja natürlich so ein Zeichen, wie wir uns jetzt schleichend immer mehr der amerikanischen Kultur abwenden und immer mehr der chinesischen Kultur zuwenden. Ja, und das heißt, wir werden da auch sehr, sehr viele Feuer sehen, sehr, sehr viele Brände. Ja, also man kann sagen, wenn symbolisch neue Leuchtfeuer des Glaubens, der Begeisterung, der Aktivität aufbrechen, dann ist es so, dass dort, wo viel verdrängt ist,
oder wo das Feuer zu sehr im Schach gehalten wird, da wird es dann physisch in Form von Bränden, in Form von Großbränden. Ja? Wie wir das ja auch beispielsweise letztes Jahr in LA und in Hollywood erlebt haben. Ja? Warum brennt denn ausgerechnet Hollywood? Ja, weil einfach so diese Zeit der Hollywood-Klischees natürlich auch ein Stück weit vorbei ist. Ja? Auch Dürren werden wir da erleben. Also, und da vor allem so Afrika, so in den Breitengraden, eigentlich so rund um die Welt, Breitengrade von Ägypten, auch da werden wir viel Dürre, da werden wir viel Feuer sehen, bis hin zu Orkanen, Erdbeben, Tsunamis, Zyklonen, auch das natürlich immer so Symptome, wenn die Energie nicht rausgelassen wird in der Aktivität, sondern eingepfercht ist und sich dann in Form der Natur entlädt. Zusammenbrüche von Gebäuden, ja, also das sind alles dann so Symptome in diesem Jahr des Feuers, wo dann ein Stück weit das unterdrückte Feuer symbolisch in die materielle Welt hineintritt. Ja, ich sehe da auch in Indien, Pakistan irgendwo Menschen, die sich zuerst noch freuen und dann plötzlich schreiend in den Abgrund stürzen, ja, was immer das bedeuten mag, aber das ist auch so ein Bild, ja, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, also auch diese extremen Wechsel von Stimmungen, von Einschätzungen, von Gut und Böse, ist es jetzt ein guter Tag, ist es ein schlechter Tag, ja, also auch diese Fluktuation wird immer mehr zunehmen. Ich habe es ja letztes Jahr genannt, die große Flut als Leitmotiv, ja, diese Wellen in Wellen in Wellen in Wellen von multiplen Themen, von multiplen Krisen, die überraschend überall hervorpoppen und für Disruptionen sorgen, die exponentielle Entwicklungen nach oben, aber auch nach unten antreiben, die dadurch alle dasselbe Ziel haben, nämlich alles, was überkommen ist, aus der alten Erdepoche einfach hinfortzuspülen. Also auch dieses Motiv werden wir ein Stück weit jetzt die nächsten Monate noch weiter haben, auch wenn es immer mehr von dem Feuermotiv überlagert wird. Ja, und auf der obersten Symptomebene, da haben wir natürlich diese große Flut im Sinn der Migration. Also wenn man vergleicht 2015, wo es ja diese gigantische Flüchtlingswelle gab, da gab es weltweit nur 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Jetzt 2025 sind schon mehr als doppelt so viel, über 120 Millionen Menschen, jeder 67. Mensch auf der Flucht, ja, und wenn man sich da diese Grafik der UN anschaut, klar, Syrien, Afghanistan, Ukraine haben wir ja am Schirm, aber eben gerade diese unglaublichen Gräueltaten, die wir da im Sudan sehen aktuell und wo der Westen einfach wegschaut, auch natürlich ein Stück weit, was im Gazastreifen passiert, also da haben diese Flüchtlingswellen ist zwar nicht uns als Europa direkt betroffen, aber es ist einfach unsagbar, wie sich dieses Thema auch hier entwickelt hat, bis hin zu den Flutkatastrophen, ja, Pakistan, Nordvietnam, Nigeria, Indien hatten wir da schon, auch da wird es noch einiges geben im 2026. Ja, und diese große Flut, ich hatte es ja schon vor über einem Jahr gesagt, ist natürlich in erster Linie eine große Flut des menschlichen Bewusstseins und wie jede Entwicklung hat das natürlich auch ihre Schattenseiten und die größte Schattenseite ist natürlich diese gigantische Flut von KI-Slop, ja, von künstlich generierten Inhalten, die im Grunde vieles von den menschlich ausgedachten Schöpfungen einfach aus dem Internet hinausschwemmt und hinaustreibt. Ja, also KI ist ja grundsätzlich, bitte nicht falsch verstehen, eine gute Erfindung, die auch sehr, sehr viele Segen der Menschheit bringen wird, aber die Machtstrukturen im Hintergrund und was für neue Arten von Verbrechen und von Wirtschaftskriminalität damit möglich sind, das ist einfach gigantisch. Also bitte da einfach nochmal in mein letztes Video reinschauen, im Netz der Entmenschlichung, da habe ich das ja alles erklärt, im Jahresvortrag dann auch eben viele Lösungen zu diesem pressierenden Thema, womit wir es ja auch dann schon beim letzten Block sind, nämlich der Bereich Wirtschaft, Konkurs, Krypto, KI, habe ich das Kapitel genannt. Wenn wir uns die Börsen anschauen, die letzten 3 Jahre, dann kannten wir nur einen Weg, nämlich steil nach oben. Also wenn man schaut, der Nasdaq hat sich in nur 3 Jahren mehr als verdoppelt, der MSCI World, also die gesamte Weltwirtschaft, in nur 3 Jahren plus 60%. Also kennt nur einen Weg steil bergauf und hat sich natürlich schon längst entkoppelt von der Realwirtschaft, wo wir ja wissen, dass es kaum noch Produktivitätszuwächse gibt. Und insofern natürlich in 2026, da wächst die Gefahr eines deutlichen Einbruchs, einer Kurskorrektur. Ja, ob es einfach nur eine große Kurskorrektur sein wird oder
was man vielleicht mit dem sehr dick aufgetragenen Wort Weltkonkurs beschreiben könnte. Das werden wir sehen, aber gerade die Zeit um den Februar herum ist da besonders sensitiv. Ja, und natürlich die zwei Basistechnologien der Luftepoche. Da schaut es jetzt auch ein Stück weit ähnlich aus. Erst die Basistechnologie Blockchain, Krypto, da ist ja der Markt jetzt bereits schon implodiert. Ja, der Zyklus ist vorbei. Ob Bitcoin nochmal einen weiteren Zyklus haben wird, werden wir sehen. Ja, ich habe das ja schon seit über 10 Jahren in meinem Seminar Grundlagen der Wirtschaftsastrologie erklärt. Bitcoin hat ein typisches Vorläuferhoroskop, ähnlich wie das bei MySpace war. Das sind die eine erste Schneise eines neuen Bereichs, eines neuen Feldes ins Bewusstsein hineinbracken und dann aber meistens nicht diejenigen sind, die dann dauerhaft auch so diesen Markt dann dominieren werden. Also da ist beispielsweise Ethereum hat da deutlich die besseren Zukunftschancen. Und ich habe ja 2024 im März die Prognose gemacht bis Februar 2025, wo ich dann gesagt habe, bitte dann im Januar, spätestens Ende Januar rausgehen, weil dann kann schnell nach unten brechen. Alles, was ich da in diesem Video von März 2024 gesagt habe, ist genauso eingetroffen von den Kursen und im Endeffekt, wir hatten zwar dann nochmal so ein Hoch im Oktober, das war aber nur noch wenige Prozent über dem Hoch vom Januar. In der Zwischenzeit hat man mit allen anderen Anlageklassen mehrstellige Renditen erzielen können. Also ja, da sind wir jetzt ja schon durch und Thema KI, ja, also auch da dürfte es 2026 einen deutlichen Dämpfer geben, dass sozusagen die Blase dann wieder gesund schrumpft. Möglicherweise ist KI sogar der Auslöser für diese starke Marktkorrektur in 2026, aber mittelfristig bleibt es natürlich ein Wachstumstreiber, ja, aber ein ambivalenter Wachstumstreiber, weil einerseits schafft es natürlich einen großen Mehrwert an Produktivität, auf der anderen Seite vernichtet es aber natürlich unglaublich viele alte Branchen, wo ja dann gar keine Wirtschaftsleistung mehr drüber läuft. Ja, also was da wirklich überwiegen wird, das werden wir jetzt dann die nächsten Jahre sehen. Auf alle Fälle Bereich KI, ChatGPT schaut relativ problematisch aus die nächsten Jahre, ja, und Sam Altman. Also da sieht man schon deutliche Probleme, ziemlichen Abstieg, beziehungsweise einfach die enorme Konkurrenz, die ChatGPT immer mehr überflügelt. Sam Altman, der wird schon 2026 noch durchhalten, aber wie lange er es dann wirklich danach noch machen wird, werden wir sehen. Anders Mark Zuckerberg, um den war es ja relativ still, eigentlich die letzten Jahre. Da schaut es 2026 fast so noch aus, als ob der so unten drunter an allen vorbeigetaucht wäre und dann wieder aufsteigt, ja, der von unten drunter die anderen alle überholt hat und dann plötzlich wieder die Nase vorn hat. Möglicherweise hat das was mit seinem Metaverse zu tun, dass er da einfach den nächsten großen Coup landen kann. Auf alle Fälle, KI, das ist definitiv einfach so ein enormer Wettlauf, so ein enormer Wetteifer, weil man weiß, der Gewinner, der wird im Endeffekt dann alles bekommen. Also da ist tatsächlich, kann man fast schon sagen, da ein Wirtschaftskrieg, ein Geldkrieg, der dort entbrannt ist. Ja, und wie schaut es aus beim reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, der sich die letzten Jahre ein bisschen wild politisch auch hervorgetan hat und da sehr ambivalent natürlich bei den Menschen angekommen ist. Bei dem läuft es weiterhin geschmeidig wie immer, aber der hat einen deutlichen Bewusstseinswandel. Also der ist jetzt künftig deutlich nachdenklicher, besonnener, er beobachtet mehr, er hält sich mehr im Hintergrund, er reflektiert und er legt seinen Fokus wieder auf die visionären Zukunftsprojekte für die Menschheit. Und im Gegensatz zu den anderen Tech-Oligarchen, den amerikanischen, sieht man bei ihm, dass er auch immer mehr so seine Fühler im chinesischen Feld drüben hat. Ja, also dass der tatsächlich hier eine Brücke baut. All diese Entwicklungen führen natürlich im 2026 und Folgejahren auch zu einer deutlich steigenden Arbeitslosigkeit. Und deshalb, obwohl ja so viele Boomer gerade in Rente gehen, aber die Jobs werden halt einfach immer weniger. Also das ist gerade im deutschen Sprachraum wird es sicher ein ganz, ganz starkes Thema werden, diese steigende Arbeitslosigkeit. Auch natürlich gerade in Deutschland Automobil, Verbrenner weiter im Sinkflug. Also auch da ist der Niedergang nicht aufzuhalten. Umgekehrt das Flugwesen, das wäre vielleicht was, wo Deutschland jetzt gut umsatteln könnte. Ja, die Technologien, die Handwerkskunst, die Ingenieursleistung ist ja da. Flugwesen, das wird jetzt tatsächlich einen richtigen Höhenflug
legen. Ja? Also einerseits weitere Schritte ins All mit Raketen, mit Drohnen und so weiter, aber auch im Flugwesen haben wir da eine ziemliche Icarus-Konstellation. Ja? Also das heißt, immer wenn so ein Höhenflug dann zu nah an die Sonne geht, dann schmelzen die Flügel, es stürzt ab. Also auch in 2026, was jetzt ja schon lange kein Thema mehr war, werden wir einige wirklich krasse Flugzeugunglücke, Flugzeugabstürze sehen. Ja, also immer dann, wenn symbolisch man zu nah an die Sonne ranfliegt und dann im Zuge dieser Icarus-Konstellation abstürzt. Was bedeuten diese Entwicklungen 2026 für uns persönlich als Menschen? Nicht denken, sondern machen. Nicht reden, sondern handeln. Es reicht nicht mehr, sich suffisant und besserwisserisch zurückzulehnen und zu sagen, aber man müsste und man könnte und man sollte und warum macht man denn nicht? Nein, jetzt geht es darum, selber die Ärmel hochzukrempeln und selber aktiv zu werden. Jeder von uns in seinem Bereich, jeder dort, wo er sich besonders gut auskennt, wo er was kann, wo er was beitragen kann zur Weiterentwicklung von uns allen. Ja, es geht auch darum, da in seinem Bereich sein Spezialwissen ein Stück weit zu schützen vor den Übergriffen der KI. Es geht auch darum, ja, und da kommen wir auch in diese Spirale des neuen Denkens der Luftepoche hinein, um sozusagen diese Denknormierungen der Digitalisierung zu überlisten. Da müssen wir natürlich kreativ werden, da müssen wir auch ein Stück weit im Außen unberechenbar bleiben. Da müssen wir uns auch Schritt für Schritt immer wieder neu erfinden. Da müssen wir aus unseren bestehenden Routinen heraus mutieren. Ja, das heißt, wir haben da einen ziemlichen Widerspruch eigentlich. Einerseits müssen wir aktiv sein, auf der anderen Seite aber sollen wir auch unser eigenes schützen und deshalb permanent auch in neues Denken hinein mutieren. Wie das geht, wie gesagt, dazu gibt es dann meinen Jahresvortrag Prepare 2026 am 20. Januar. Also da wird es auch viele Tipps geben, was da rein als Basis schon wichtig ist, ja, weil das funktioniert in dieser neuen Ära nur mit einer sehr, sehr reinen, gesunden Körperlichkeit, einerseits durch Energetik, auf der anderen Seite natürlich auch durch physische Übungen, durch Sport. Ja. Ich hatte es ja schon in meinem Jahresvortrag 2024 angekündigt, dass wir immer mehr den Wandel sehen werden, sozusagen vom Yoga, wo man eigentlich nur so in den Innenwelten schwelgt, hin zum Kampfsport, wo es darum geht, diese gereinigten Innenwelten mit der Motorik, mit der Physis, mit dem Körper in Einklang zu bringen. Das ist die Grundbedingung, um diese Energien überhaupt gut aushalten zu können. Und wichtig, also ich möchte im Vortrag nicht zu viel vorweggreifen, aber eins möchte ich euch jetzt hier mit auf den Weg geben. Es geht nicht darum, unberechenbar aus Prinzip zu sein. Das ist ja die Schattenseite des Uranus, gerade des Uranus in den Zwillingen. Wie wir ja sehen am Beispiel von Donald Trump, der geboren wurde zu einer Sonne-Uranus-Konjunktion direkt vor einer Mondfinsternis noch dazu. Also es geht gar nicht darum, reflexartig dagegen zu sein, immer nur Nein, Doch und Aber zu sagen. Das bringt niemanden weiter. Die Andersartigkeit, die muss dem eigenen Empfinden entspringen. Also wenn ihr das Gefühl habt, in einer Situation, das ist doch nicht echt, das ist doch irgendwie fassadenhaft, attrappenhaft, das ist doch irgendwie Maskerade, dann geht es darum, einen Gegenpol zu ergreifen, anders zu sein. Das heißt, es geht gar nicht um die Andersartigkeit, es geht eigentlich um eine Wahrhaftigkeit, es geht auch um eine Authentizität, wobei das natürlich ein problematisches Wort ist, weil je öfter jemand authentisch sagt, desto weniger ist es im Regelfall. Also es geht im Endeffekt darum, einzigartig zu sein. Ja. Wie eben du zu deiner Einzigartigkeit finden kannst, bitte, wie gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dein persönliches Horoskop, dein Zukunftshoroskop auf meiner Webseite, garantiert zu 100% ohne KI entwickelt, all diese tausenden Seiten von Texten, all diese unzähligen Verknüpfungen, Verbindungen, das ganze Formelwerk ist wirklich ausschließlich meinem Gehirn, meinen Gedanken entsprungen aus 30 Jahren astrologischer Erfahrung, aus fast 3000 astrologischen Beratungsgesprächen, ja, und ich habe es eben gemacht, um euch in dieser Situation einfach zu zeigen, wie ihr einzigartig sein könnt, wie ihr auch große Herausforderungen, schwierige Themen besonders gut lösen könnt. Also bitte da gerne auf meiner Webseite astrologie.de reinschauen, weil wenn du weißt, wer du bist, und wenn du weißt, was deine aktuellen Themen sind, ja, dann wirst du die Dinge nicht mehr auf die lange Bank schieben, dann wirst du sie im Hier und Jetzt angehen. Ja, dann wirst du einfach mal drauf losmachen und auch dafür die Verantwortung übernehmen. Weil klar,
passieren im Machen auch mal Fehler, aber Luftepoche ist auch eine Epoche des Improvisierens. Das heißt, man ist immer besser dran, einfach mal zu machen und wenn man sieht, irgendwas mal falsch abgebogen, dann zu improvisieren, dann nachzujustieren. Das ist ab sofort immer der bessere Weg, als alles zu Tode zu planen und zu Tode durchzudenken. Also drum nutzt bitte diese enorme Aufbruchsenergie, welche uns diese astrologischen Konstellationen 2026 schenken. Jetzt geht es darum zu beginnen, jetzt geht es darum, diese gigantischen Chancen zu nutzen. Drum, ich bedanke mich auch nochmal hier zum Jahresende für alles auch, was ihr für mich getan habt. Danke für alle Likes, danke für das ganze Teilen, danke vor allem für all eure wertvollen Kommentare, die ich alle lese, für eure E-Mails, die mich auch immer wieder sehr inspirieren, ja, für all deine Unterstützung und ja, für dich und für deine Liebsten das Allerbeste für 2026 und auf bald. Dankeschön.